Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich hatte noch von einem anderen Projekt zwei 1 Meter lange Kanthölzer, je 78 x 78 Millimeter aus Fichte übrig und wollte mir für das Arbeitszimmer einen kleinen, aber massiven Couchtisch bauen. Die Maße sollten 50 x 50 cm und der Tisch sollte eine Höhe von ca. 40 cm haben. Also wurden die Tischbeine auf eine Länge von 40 cm gesägt. Ich möchte noch nebenbei erwähnen, ich bin kein Profi, kein Tischler oder Schreiner. Die ganzen Holzarbeiten habe ich mir selber beigebracht. Ich wollte nicht einfach Kanthölzer aneinander kleben. Der Tisch sollte auch optisch ganz gut aussehen. Deshalb habe ich euch die einzelnen Maße hier mal aufgeschrieben. Den Zuschnitt beginne ich mit den Außenhölzern, also praktisch mit den Verbindungen von den Tischbeinen. Die Außenhölzer werden jeweils 17,2 cm lang und davon brauchen wir 8 Stück. Das ganze benötigte Material wird unter dem Video in der Videobeschreibung verlinkt. Ja, das sind jetzt die 8 zugeschnittenen Außenhölzer. Und wie gesagt, der Tisch wird ja eine Maße haben 50 x 50 cm. So, und die restlichen Hölzer sind nun auch zugeschnitten. Bevor ich die Hölzer anfange abzuschleifen, habe ich sie im Uhrzeigersinn nummeriert, um sie nach dem Schleifen wieder richtig positionieren zu können. Ich habe die Hölzer mit dem Bandschleifer und dem Exzenterschleifer abgeschliffen, beginnend mit 80er Papierkörnung bis 240er. Nach dem Schleifen geht das an das Verkleben. Ich wollte die Hölzer vor dem Verkleben mit Holzdübeln verstärken. Ist natürlich mehr Arbeit, aber ist auch viel stabiler. Ich beginne jeweils mit den zwei Tischbeinen. Die 8 mm Löcher für die Holzdübel lassen sich mit dem Dübel-Lochset wunderbar markieren und vorbohren. Die Hölzer nur gerade rausrichten, mit der Zwinge anziehen und die zu bohrenden Löcher sind wunderbar markiert. Nach dem Vorbohren kann nun die Tischbeinseite miteinander verklebt werden. Die gegenüberliegende Tischbeinseite wird genauso gemacht. Mit der Schraubzwinge das Ganze gut anziehen, ausrichten und trocknen lassen. Da ich die Hölzer nicht nur verklebe, sondern auch düble, ist es extrem wichtig, wo man anfängt. Das bedeutet, ich muss von innen nach außen mit dem Dübeln und dem Kleben beginnen. Also ich beginne mit den 4 Würfeln in der Mitte. Erst die oberen 2 miteinander verbohren und verkleben und dann die unteren. Und dann wird die obere Reihe mit der unteren Reihe verklebt. Genauso werden die anderen Hölzer auch miteinander verklebt. Immer von innen nach außen. Die 2 Tischbeineinheiten kommen dann jeweils am Ende dran.
Dem Holzleim habe ich 2 Tage zum richtig durchtrocknen gegeben. Die Fugen habe ich an der Tischunterseite und seitlich mit Acryl abgedichtet. Es gibt 2 Gründe, warum ich das gemacht habe, und die werde ich gleich erläutern. Wie gesagt, es gibt 2 Gründe. Erstens wird die Holzverbindung miteinander durch das Epoxidharz noch fester und zweitens sind die Balken nicht überall gleichmäßig. Dadurch entstanden zwischen den Hölzern teilweise verschiedene Spalte und die wollte ich auch noch füllen. Das Epoxidharz ist nach und nach in alle vorhandenen Spalten geflossen und hat sie komplett aufgefüllt. Das verhindert natürlich, dass sich hässliche Krümel und Dreck in die Spalten setzen. Zwei Tage habe ich das Ganze richtig durchtrocknen lassen und danach mit dem Exzenterschleifer beginnend mit den 120er bis 600er Papier gründlich abgeschliffen. Ja, und da es mein erster Tisch ist, finde ich, ist er mir ganz gut gelungen. Was ist eure Meinung? Ich würde mich über ehrliche Kommentare freuen. Ja, aber die Freude hat nicht lange angehalten. Meiner Frau gefällt das helle Fichtenholz nicht. Sie möchte den Tisch dunkler, rustikaler haben. Also werde ich ihn noch beizen. Und welche Farbe es wird und wie der Tisch gebeizt wird, könnt ihr im nächsten Video sehen. Ja, das war's auch schon. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über Daumen nach oben, ein Abo und ganz viele Kommentare freuen. Danke und bis zum nächsten Mal.